Ein einfacher Kasten ohne viel Schnickschnack, aber doch sehr effektiv. Die Kiste ist ein sogenannter Accelerator, der bestimmte Informationen von Blutzellen entschlüsseln kann. Das Unternehmen Zellmechanik Dresden mit Daniel Klaue an der Spitze hat das Gerät entwickelt. Die Methode aber ist an der TU Dresden am Lehrstuhl von Professor Jochen Guck entstanden. Im Inneren spielen sich hochkomplexe Prozesse ab und das rasend schnell, wie der Chef erklärt. Wir erklären das immer gerne an dem Beispiel, wenn man in die Kaufhalle geht und sich fragt, ob ein Obst oder eine Frucht reif ist oder nicht, dann nimmt man die Hand, drückt drauf und anhand der Festigkeit kann man eine Aussage darüber treffen, das ist reif und das ist unreif. Und wir haben uns die Frage gestellt, was kann man darüber aussagen, wenn man auf einzelne kleine Zellen drauf drückt? Und es ist natürlich sehr schwierig, auf eine Zelle zu drücken, die wenige Mikrometer groß ist. Und dafür haben wir ein Gerät entwickelt, der Accelerator, in dem werden Zellen durch einen engen Kanal durchgeschleust. Und in diesem Kanal erfahren sie eine Kraft und dadurch werden sie verformt, als wenn wir auf diese kleinen Zellen draufdrücken würden. In diesem kleinen Chip befindet sich diese Engstelle, dieser Kanal. Die Zellen müssen in diesen Chip reingeführt werden. Dazu gibt es hier eine Spritzenpumpe, die führt die Probe in den Chip hinein. Ein Mikroskop macht ein Foto von den Zellen und im Rechner wird in Echtzeit analysiert, wie die Verformung dieser einzelnen Zellen aussieht. Am Computer wird das Ganze dann ausgewertet. Anhand der Bilder sieht der Fachmann, wie weich oder steif die Zellen der Probe sind. Das wiederum gibt Auskunft über den Zustand der Zelle. Das Verfahren ist revolutionär. Bisher steht der Kasten weltweit in 4 Forschungslaboren und in Dresden bei den Entwicklern und der TU. Das Ziel des Biotechnologieunternehmens vom Tatzberg ist aber größer. Unsere Vision ist, das Ganze zu einem Medizinprodukt zusammenzubauen und in die Krankenhäuser zu bringen. Und in 10 Jahren möchte ich, dass das in jedem Krankenhaus steht. Der Arzt, wenn ein Patient kommt, dem Blut abnimmt, ein mechanisches Blutbild erstellt und die Informationen, die er daraus bekommt, verwenden kann, um besser therapieren zu können. Wir wollen sozusagen dem Arzt ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem er seine Therapieentscheidungen, die er treffen wird, genauer, noch besser und vor allem noch schneller treffen kann. Die Zellmechanik Dresden hat sich vor knapp 3 Jahren gegründet. 5 Wissenschaftler entwickeln seitdem die Firma und den Accelerator immer weiter. Wir sprechen aktuell mit Medizinern, Ärzten, forschenden Klinikern, um mit denen zusammen zu eruieren, wie man dieses Gerät, den Accelerator, in ein Medizinprodukt umsetzt, so dass es denen auch wirklich hilft. So dass es wirklich ein Gerät ist, was später im Krankenhaus stehen kann. Von den 5 Wissenschaftlern hat aber jeder einen anderen Aufgabenbereich zu erfüllen. Der Olli ist zum Beispiel aktuell international unterwegs, um unsere Methode auf wissenschaftlichen Konferenzen zu präsentieren. Nadine sucht nach Fördermöglichkeiten für unsere nächste Patentanmeldung. Christoph macht eine kleine Studie gerade und Datenauswertung dazu, Analyse. Philipp reagiert auf unsere Kundenwünsche, die sich an der Software Änderungen wünschen. Da wird die Software redesigned. Und ich als Geschäftsführer beschäftige mich gerade damit, die europäische Datenschutzgrundverordnung umzusetzen, die bald gelten wird. Eine Viertelmillion Euro versteckt sich unter dem Metallgehäuse. In der Gründungsphase bekam das Unternehmen Fördermittel. Inzwischen finanziert es sich aus den eigenen Umsätzen. Auf dem Weg zum Medizinprodukt wird die Zellmechanik Dresden aber wieder einen Investor brauchen.